Hello everybody, I'm very glad to welcome you all back again on our channel and on this video. In this video we will head towards the Provence. We will enter the Provence through its gate, through the city of Sisteron. And then we will drive all the way up to the summit of Mont Ventoux. Okay, I want to apologize for my bad French, but I'm not going to do it every time, so I'm doing it now in advance. All the cities that I will be pronouncing now. And then we drive down and visit the city of Avignon. I think this is correct. And then after Avignon, we will head further towards the south of France. We pass through also the Gorge du Tarn. And there will be a lot of beautiful sceneries, southern French sceneries. And we are very happy to take you along and show you and share with you as we did since we started this channel. I hope you will enjoy it and hope to see you next time. Wir verließen nun das pittoreske Dorf Clarey, in dem wir 2 Tage gestanden hatten, und fuhren zunächst zur kleinen alten Stadt Sisteron und dann weiter nach Westen zum Mont Ventoux. Insgesamt waren das ca. 130 Kilometer. Wenn nicht, dann nicht. Wir sind hier in Sisteron. Diese Stadt wird als Tor zur Provence bezeichnet. Südlich dieser Stadt gibt es Oliven, nördlich nicht. Grundsätzlich ist Sisteron 4000 Jahre bevölkert, aber die Gründung der Stadt, die habe ich jetzt bisher noch nicht herausgefunden, wann die stattfand. Die Kathedrale, die man im Hintergrund sieht, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Es gibt noch eine kleine Geschichte zu Napoleon hier, weil die Stadt liegt ja auf der Route Napoleon. Als Napoleon hier lang kam, hat er noch nicht so viel Gefolge, als er aus Elba geflohen war und hier die Route hochkam, um nach Paris zu gelangen. Und Sisteron galt immer als königstreu. Aber der zuständige Offizier der Königstreuen hat praktisch seine Truppen abgezogen, sodass Napoleon hier ohne Probleme durchreiten konnte mit seinem kleinen Gefolge. Das zu Napoleon. Und ich kann kaum warten, bis ich die Olivenbäume sehen kann. Charlie Hebdo ist da. Kaufe ich einen. Und Rola besorgt uns ein Brot für unser Abendbrot. So, hier sind wir jetzt am tatsächlichen Tor zur Provence. Unten ist der Fluss La Durance und hinter uns befindet sich ein Kalksteinfelsen, der durch die Jahre sich abgetragen hat. Auf der anderen Seite dann befindet sich wieder ein Kalksteinfelsen, auf dem die Zitadelle steht. My
sind hier am Mount Ventoux. Der ist ca. 2000 Meter hoch. Wir werden hier übernachten. Jetzt müssen wir erstmal die Dieselheizung ausprobieren, ob die auf 2000 Meter funktioniert. Sollte so sein. Auf jeden Fall sind die Temperaturen im Moment auf 4 Grad runtergegangen und in der Nacht dürfte es wohl um den Gefrierpunkt werden. Ja, es ist ein toller Blick hier oben. Es ist wirklich einfach faszinierend, aber saukalt. Man könnte denken, wir sind im Winter angekommen. So, when in France, do as the French do. Und deswegen wieder Baguette mit Käse und Oliven. Da wir jetzt südlich von Sisteron sind, wie ich eben sagte, Jetzt sind wir in der Provence. jetzt sind wir in der Provence, in der wirklichen Aber- Provence, und jetzt sollte es Oliven geben. Aber hier oben wohl nicht. Aber bis jetzt haben wir noch keine Olivenbäume gesehen. Genau, hier oben auch ganz Das sicher sind nicht. noch syrische Bäume. Syrische Oliven. Aber nicht gekaufte. Hm. Aus Syrien. You know there should be some kind of warning, 'cause we've been down this road before. Oh, in the late night and early morning, our love should be an open door. But we're on and off and on again. Oh, it's hard to feel it, so we pretend, and then we're off and on and off again. Oh, heaven forbid. We saw it coming, we heard the sirens, but we kept our heads in the sand. And now we're back drifting, just lonely island. We still swim, but we can't see land. And so we're on and off and on again. Oh, it's hard to feel it, so we pretend. And then we're off and on and off again. Oh, heaven forbid. It's the same old fire, and we can't seem to put it out. It's the same old story, getting told over and over again. Just on and off again. Oh, it's hard to feel it, so we pretend, and then we're off and on and off again. Oh, heaven forbid. Oh, we're just Das ist jetzt das Brot, was ich, den Teig habe ich für 2 Tage, glaube ich, vorbereitet und in den Kühlschrank gestellt. Das ist dieser 48-Stunden-Teig. Und jetzt, ich habe nur Schwierigkeiten, das so zu schneiden, weil jetzt merke ich, ich brauche ein Brotmesser. Das muss auf die Liste jetzt auch kommen. Naja, richtige Brotscheiben habe ich nicht hingekriegt, aber Aber es ist frisches Brot und schmeckt unheimlich ja, gut. es ist noch echt noch warm. Bisschen teigig, aber Jens mag das so. Heute mussten wir erst einmal Wasser tanken, unsere Wäsche waschen und etwas einkaufen, bevor wir uns am Abend in Avignon auf einen Parkplatz hinstellten, um diese wunderbare Stadt zu besichtigen. Wir fuhren insgesamt wohl etwa 80 Kilometer. Der Mount Ventoux ist ein legendärer Berg in der Provence, der mit seinen steilen Anstiegen und spektakulären Ausblicken zu den anspruchsvollsten Zielen für Radrennfahrer zählt.
Bei der Tour de France gilt die Strecke mit 1600 Höhenmetern und knapp 23 Kilometern als Klassiker. Wir befinden uns hier in Avignon und wir machen einen nächtlichen Spaziergang durch diese wunderschöne Stadt. Und im Hintergrund seht ihr jetzt den Papstpalast, denn von 1309 bis 1378 lebte hier Papst Clemens V. Der suchte hier Schutz bei der französischen Monarchie vor den Kardinälen in Rom. Hier stehen wir jetzt auf unserem Stellplatz in Avignon. Wir sind gestern Abend hier angekommen. Dann haben wir die Stadt besucht, schon mal am Abend. Das war sehr schön. Ihr habt ja die Bilder zum Teil gesehen. Und jetzt heute Morgen arbeiten wir im Auto und dann wollen wir nochmal nach Avignon reingehen. Also die Innenstadt liegt 10 Minuten von hier, also nicht weit. Das ist jetzt nicht unbedingt ein einsamer Stellplatz, aber es reicht aus, um dann dafür die wunderschöne Stadt zu besuchen. Ja, das hier ist der Blick auf Avignon von der Kathedrale de Notre-Dame. Avignon ist die Stadt der Päpste und sie liegt malerisch am Ufer der Rhone. Die von mittelalterlichen Stadtmauern umgebene Stadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein Juwel der Provence. Ja, und wir waren hier, das weiß ich, dass wir mit unseren 2 Jungs hier waren. Gefühlt im letzten Jahrhundert, weil ich kann mich an nichts erinnern. Ich schaue und staune, aber nichts ist geblieben außer Pont d'Avignon. Da weiß ich, dass wir wir rüber gelaufen sind mit den Jungs. Das ist das Einzige, was in meinem Kopf geblieben ist. Traurig, aber wahr. Hier haben wir den Blick von der Brücke von Avignon auf die Altstadt und die Gegend ist seit ca. 3000 Jahren besiedelt und es war schon ein griechischer Handelsstützpunkt und später wurde es zu einer römischen Stadt im 2. Jahrhundert mit römischen Stadtrechten und zeigt einfach nur, wie alt Avignon ist. Nach diesem wunderschönen Ausflug in die faszinierende Stadt Avignon sind wir am Abend noch ca. 65 Kilometer weiter in den Westen bzw. in den Nordwesten gefahren, um einen Stellplatz in der Natur zu finden. I wandered down the city, taking pity on myself through my fears. All this place ever gave me was a boot upon my face when I was down.
3 Nächten auf dem wirklich ruhigen Stellplatz in dem pittoresken Dorf Font-sur-le-Sang fuhren wir ca. 150 Kilometer auf engsten Straßen durch die wunderschöne Landschaft des Parc National des Cévennes zum Gorge du Tarn und dann zu einem einsamen Stellplatz hinter dieser grandiosen Schlucht. Ja, wir sitzen hier am Col de Saint-Pierre an der Corniche de Cévennes. Der Col de Saint-Pierre ist um die 600 Meter hoch. Wir sind hier von man weiß ich gar nicht, den Ort hier hochgefahren. Aber du willst es versuchen. Ich will es versuchen, aber sitzen jetzt hier, machen unser Picknick. Ulla hat das Ganze besorgt in einem... Ja, wir waren in einer Sandwicherie, Patisserie und also da drin ist wirklich, Heaven on Earth. Ist unglaublich. Ich würde so gern alles aufgeben und dort einfach Brot und Sandwiches verkaufen. Und dann, das war so viel Kuchen und so, und dann haben wir sogar noch einen Kuchen besorgt hier. Den essen wir dann auch noch. Das ist so französisch, war alles. Das ist unglaublich. Ich bin mal gespannt, was ist das denn für ein Kuchen? Keine Ahnung, ich habe noch Optik. Okay, schauen wir mal. Ist klar. Ja, das einen guten. You were 3 years older, but you didn't seem to know where you belonged. Lay your burden onto me and I will right you every way that you've been wronged. And like an animal we will soar through the air. I'll take you with me from this place of despair. Take me out to roam the world again. Take me out to roam the world. Take me out to roam the world again. Take me out. Na 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 So, wir sind hier in Florac Trois-Rivières. Das ist so ungefähr der Endort der Cévennes. Wir fahren dann weiter zum Gorge du Tarn. Das ist eine Schlucht, die hier nicht weit von hier ist. Und auf diesem Weg suchen wir dann einen Parkplatz für die Nacht. Mal schauen, das müssten wir jetzt sogar bald machen, denn es ist schon 5:30 und es wird bald dunkel. ist französisch. Also Ja, jetzt haben wir unseren Stellplatz gefunden, ungefähr 500 Meter über der Schlucht von Tarn. Ein einsamer Stellplatz. Wir werden eventuell sogar morgen hier noch bleiben. Hängt davon ab, wie stark das Internetsignal ist, damit wir morgen auch arbeiten können. Wenn das sehr schwach ist, müssen wir weiterfahren. Aber ich gehe davon aus, es wird ausreichen, sodass wir morgen hier arbeiten können und morgen Nachmittag nochmal entscheiden, ob wir bleiben oder weiterfahren. Ja, und für die es interessiert, möchte ich noch mal kurz etwas zu unserer Sicherheit sagen. Also wir haben in solchen Fällen, wo wir ganz einsam stehen, 4 Kameras um das Fahrzeug herum und 2 Kameras im Fahrzeug, für den Fall, dass wir weggehen. Die Kameras um das Fahrzeug herum, die bleiben auch über Nacht on. Das heißt, wir können jeweils rausschauen, auch wenn wir alle Fenster zu haben. Und die Kameras drinnen, die werden nur angestellt, wenn wir unterwegs sind. Außerdem haben wir eine Titronic-Alarmanlage. Das heißt, wenn über die Hinterfenster eingebrochen würde, würde die losgehen und wir würden eine Nachricht bekommen.
Weiterhin gibt es noch eine Alarmanlage, die den Druck misst. Das heißt, wenn jemand die Fenster einschlagen würde vorne, würde diese Alarmanlage losgehen und uns Bescheid sagen. Ja, wir haben noch besondere Schlösser. Das sind die Schlösser von HeoSafe, die Seitentüren, also die Fahrzeugtüren sichern und auch die Aufbautür. Und zusätzlich auch noch die Garage. Jetzt sind das viele Sicherheitsmaßnahmen. Ob sie wirken müssen, werden wir hoffentlich nie erfahren. Neben der Titronic-Alarmanlagensicherung haben wir noch 2 weitere Sicherungen an allen Aufbaufenstern angebracht. Die seht ihr hier und da. Diese Sicherungen verhindern, dass die Fenster von außen sehr leicht aufgehebelt werden können. Natürlich, wenn jemand das mit Zeit und Intensität betreibt, wird es immer funktionieren. Aber hier ist ein zusätzlicher Mechanismus da, der das verhindert. Wenn man das Fenster öffnet, muss man das hier aufschrauben und auf der anderen Seite auch. Und dann kann man es erst öffnen. Und ansonsten ist es fast unmöglich, hier mit einem Gerät das Ding aufzuhebeln. Wir verließen unseren einsamen Stellplatz, um wieder in die und durch die Schlucht des Tarn zu fahren. Danach ging es weiter in das Zentralmassiv als Zwischenstation auf dem Weg in die Pyrenäen. Mitten im Zentralmassiv fanden wir wieder einen einsamen Stellplatz in der Natur. Also wir sind heute Morgen aufgestanden, haben unser Müsli gegessen und geduscht und dann noch Wasser aufgefüllt im nächsten Dorf und sind dann wieder zurück zum Gorge gefahren, um heute dann noch weiterzufahren Richtung Pyrenäen. Also es ist eine faszinierende Landschaft, das Wetter ist auch wieder schön geworden, nachdem es heute Morgen ziemlich bedeckt war. Also wir genießen diese Fahrt wirklich sehr. Es sind ganz kleine Straßen, aber es ist überhaupt kein Verkehr. Einfach schön. Im Hintergrund seht ihr das Viaduct de Millau. Das ist eine Autobahnbrücke über den Fluss Tarn. Das ist der Fluss, den wir den ganzen Tag schon entlang gefahren sind, durch den Gorge und auch gestern schon. Wir fahren jetzt über die Brücke Viaduct de Millau und die ist heute, also steht hier geschrieben, die längste Schrägseilbrücke der Welt und mit einer maximalen Pfeilerhöhe von 343 Metern der höchste Bau in Frankreich und die größte Brücke der Welt. Ja, am Anfang, als ich das von der Ferne gesehen habe, ich dachte, naja, okay, nett. Und dann haben wir die Information gelesen und dann dachte ich, wow, jetzt bin ich echt glücklich, dass ich über die Brücke fahre.
2 Baguette. Es gab so ein Offer. Es stand eigentlich auch Offer auf Englisch. 3 plus 1. So, ich habe jetzt 4 Baguette. 4 Und Baguettes. jetzt können wir so viel Baguette essen, wie wir wollen. Ja, wunderbar. Wir sind hier an einem tollen Stellplatz in den Hügeln. Nur kalt. Ich habe mich jetzt so warm angezogen, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe übertrieben. Also mir ist jetzt angenehm warm. Also es dürfte um die 14, 13 Grad sein, also das ist nicht sehr warm. Aber immerhin, wenn man sich warm anzieht, kann man hier super draußen sitzen. Und vor allem Baguettebrot ist zwar mega, mega lecker, aber es gibt dann wie heißt das, ein Schlacht, weil das grummelt so sehr. Das krümelt, deshalb Ja. essen wir lieber draußen, genau. Ein Aber ist Grund auch so eine tolle sonst Stimmung hier. Also man sieht nur die Lichter ganz fern weit weg im Tal. Wir sind hier völlig allein, es ist traumhaft schön. Wir sind gestern Abend hier in der Dunkelheit oder fast Dunkelheit angekommen, sodass wir diesen wunderschönen Blick nur erahnen konnten. Heute Morgen sind wir dann aufgewacht mit diesem Blick. Das Wetter ist nicht mehr ganz so schön, ja, trotzdem eine Landschaft faszinierend und da genießen wir unseren Kaffee umso mehr. Ja, das ist wirklich einer der ganz besonderen Momente, die man an so einer Art Leben haben kann. Und es ist jedes Mal schön, auch wenn es sich manchmal wiederholt, aber die Schönheit eigentlich darf sich wiederholen. Genau. Also wir haben richtig Glück gehabt heute Morgen, dass wir so einen schönen Blick hatten. So sieht es jetzt ein paar Stunden später aus. Nach unserem idyllischen Stopp im Zentralmassiv fuhren wir bei schlechtem Wetter ca. 275 Kilometer bis in die Pyrenäen. Anzumerken ist, dass wir einen großen Bogen um Toulouse machen mussten, da wir uns nicht rechtzeitig um eine französische Umweltplakette, die Vignette Critère, gekümmert hatten. Wir sind hier in Moulins-Barousse. Das ist unser erster Ort in den Vogesen. Jetzt kommt ein Auto, müssen uns warten. Jetzt wieder. Wir werden jetzt hiermit dieses Video beenden und hoffen, ihr werdet auch weiterhin uns begleiten auf dem Weg, was demnächst kommen wird, entlang der Pyrenäen und dann nach Spanien hinein. Keine Pilze, sondern Walnüsse. Französische Walnüsse.